Bhante Bodhi ist Gründer und Vorsitzender der Buddhist Global Relief. Er ist auch der Schirmherr von Mitgefühl in Aktion, ein langjähriger Mönch und renommierter Übersetzer der Pali-Texte und Autor vieler Bücher. Er ist eigentlich derjenige, der diese Vision hatte und dessen Elan, Buddhismus im Westen zu mehr sozialen und politischen Engagement zu motivieren, auch uns motiviert hat, diese Arbeit zu beginnen als eine Schwesterorganisation der bestehenden Buddhist Global Relief. Herzlich willkommen, Bhante Bodhi. Okay, I will speak one or two sentences at a time, and then you can translate. Yes. That way, it doesn't become too boring for for the people who don't know English. Okay, so again, I want to extend my thanks to all of you for forming this Mitgefühl in Aktion and then in hosting this online gathering today. Ich möchte allen nochmal herzlich danken, dass ihr diese Online-Veranstaltung ermöglicht habt und denen, die es leiten. Yeah, I want to begin by speaking a little bit about the origins of Buddhist global relief and then about its underlying philosophy. Ich möchte gerne ein wenig über das Entstehen der Buddhist Global Relief sprechen und die Einstellung, die unsere Arbeit bestimmt. Yeah, the seed of Buddhist global relief was planted back in the year 2007 when the North American Buddhist magazine called Buddha Dharma invited me to contribute an editorial essay for their summer issue. Die Saat der BGR wurde bereits 2007 gelegt, als die nordamerikanische buddhistische Zeitschrift Buddha Dharma mich bat, einen redaktionellen Beitrag für ihre Sommerausgabe zu schreiben. So when I sat down to write that essay, I thought that I should express my thoughts about the direction Buddhism was taking in the United States and more broadly in the West, and also to write about the direction in which I thought it should be moving. Als ich mich hinsetzte, um diesen Essay zu schreiben, dachte ich, ich sollte meine Gedanken zum Ausdruck bringen über die Richtung, in die der Buddhismus in den Vereinigten Staaten und im Westen im weiteren Sinne eingeschlagen hat, ebenso darüber, in welche Richtung er sich meiner Meinung nach bewegen sollte. Yeah, I came back to the United States in the year 2002 after I had spent 20 years in Asia, mostly in Sri Lanka. Im Jahr 2002 kam ich zurück in die USA, nachdem ich 20 Jahre lang als Mönch in Asien, hauptsächlich in Sri Lanka, gelebt hatte. And when I returned, I noticed that in Buddhism in America, the emphasis was almost entirely on the practice of meditation. So people thought that to practice Buddhism simply means to practice meditation, whether Vipassana, Zen, or any of the forms of Tibetan Buddhist meditation. Nach meiner Rückkehr stellte ich fest, dass der amerikanische Buddhismus seinen Schwerpunkt fast ausschließlich auf die Meditationspraxis legte. Die Menschen glaubten, die Ausübung des Buddhismus sei ausschließlich Meditation zu praktizieren, ob Vipassana, Zen oder eine Form der tibetischen Meditation. Yeah, of course, the practice of meditation is central to Buddhism, and without meditation, the heart of the Dharma would be lost. But it seemed to me that people who were attracted to Buddhism were putting too narrow a focus on meditation and neglecting the broader ethical applications of the Dharma. Die Praxis der Meditation ist natürlich zentral im Buddhismus und ohne Meditation wäre das Herz des Dharma verloren. Aber es schien mir, dass Menschen, die den Buddhismus annehmen, zu sehr auf Meditation konzentriert sind und die umfassenden ethischen Aspekte des Dharma vernachlässigen könnten. When I came back to the US also, for the first time, I really got a chance to become familiar with the internet, which I didn't have the chance to access in Sri Lanka. Als ich in die USA zurückkehrte, machte ich mich mit dem Internet vertraut, zu dem ich in Sri Lanka keinen Zugang hatte. So every day I would look at various news reports, and these reports constantly reminded me of the terrible burden of suffering that falls on people all around the world, even in the United States, the wealthiest country in the world. Jeden Tag las ich mehrere Nachrichtenwebsites und die Berichte, die ich las, erinnerten mich ständig an die schreckliche Last des Leidens, die auf Menschen auf der ganzen Welt lastet, selbst in den USA, dem reichsten Land der Menschheitsgeschichte. So it seemed to me
that if we as Buddhists are to fulfill the requirements of loving kindness and compassion, we had to take a more active stand in the area of social action. Es schien mir, dass wir Buddhisten, wenn wir die Anforderungen liebender Güte und des Mitgefühls erfüllen wollen, eine aktivere Position im Bereich des sozialen Handelns einnehmen müssen. I saw this as a deeply moral challenge, which Buddhism must meet if it is to maintain its relevance in the future. Ich sah dies als eine zutiefst moralische Herausforderung, der sich der Buddhismus stellen muss, wenn er auch in Zukunft seine Relevanz behalten will. Otherwise, there was a real danger that Buddhism in the West could become something of an intellectual toy of a prosperous, privileged elite that turns a blind eye to the vast suffering of humanity. Andernfalls könnte es passieren, dass der Buddhismus zu einem Art intellektuellen Spielzeug einer wohlhabenden, privilegierten Elite wird, die vor dem unermesslichen Leid der Menschheit die Augen verschließt. As I saw it, it isn't enough for us just to develop loving kindness and compassion in the comfort of our shrine rooms and meditation centers, but we also have to draw upon these qualities as motives for socially transformative action. So wie ich es sah, reichte es nicht aus, in der Behaglichkeit unserer Schreinräume und Meditationszentren liebevolle Güte und Mitgefühl zu entwickeln. Wir müssen diese Qualitäten auch als Motive für sozial transformierende Maßnahmen nutzen. Yeah, I wrote that a special challenge facing Buddhism today is to become an advocate for justice in the world, for the victims of social, economic, and political injustice who cannot stand up and speak for themselves. Ich schrieb, eine besondere Herausforderung für den Buddhismus in unserer Zeit besteht darin, sich als Anwalt für Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen, für die Opfer sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ungerechtigkeit, die nicht aufstehen und für sich selbst sprechen können. Okay, so this was the essay that I wrote for Buddha Dharma. And when the magazine was published, several of my friends and students read the essay and spoke with me about it. And we started to discuss how we could respond to that challenge facing Buddhism in our age, our present age. Als der Artikel erschien, den ich schrieb, lasen mehrere meiner Freunde und Schüler diesen Artikel und wir sprachen darüber und begannen zu diskutieren, wie wir dieser besonderen Herausforderung, die sich dem heutigen Buddhismus unserer Zeit stellt, begegnen können. So after a few rounds of discussion, we decided to form a Buddhist relief organization. So nach einiger Diskussion beschlossen wir, eine buddhistische Hilfsorganisation zu gründen. Yeah, at first we were uncertain exactly what such a relief organization could do, but then I came up with the suggestion that we focus on the problem of hunger and malnutrition. Zunächst waren wir uns unsicher, was genau eine solche Hilfsorganisation tun konnte. Doch dann schlug ich vor, dass wir uns auf das Problem des Hungers und der Unterernährung konzentrieren sollten. And this suggestion was based on my own experience during my first 2 years as a monk in Sri Lanka. That is from late 1972 to the late 1974. Dieser Vorschlag beruhte auf meiner eigenen Erfahrung während meiner ersten beiden Jahre als Mönch in Sri Lanka in den Jahren 1972 bis 1974. At the time that my first years as a monk in Sri Lanka, the country was passing through a period of economic experimentation that was having very negative impact on the population. Zu dieser Zeit befand sich Sri Lanka gerade in einer Phase wirtschaftlicher Umgestaltung und Experimente, die einen hohen Tribut von der Bevölkerung forderten. At the monastery where I lived, which was in a poor part of the country, I often had to live on a very sparse diet. Breakfast was just a watery rice porridge. Lunch was rice and some light vegetables. And then in the Theravada tradition, after 12 noon, there's no food at all.
In dem Kloster, in dem ich lebte, in einem armen Teil des Landes, musste ich oft mit einer spärlichen Ernährung auskommen. Das Frühstück war ein wässriger Reisbrei, das Mittagessen bestand aus Reis und etwas Gemüse, und in der Theravada-Tradition ist es so, dass man nach 12 Uhr auch gar nichts mehr zu essen bekommt. And so during this time, I came to learn firsthand what hunger is really like. So habe ich aus erster Hand in dieser Zeit gelernt, wie sich Hunger wirklich anfühlt. Yeah, this went on month after month. So this is not just the hunger that you feel when you miss a couple of meals, but it's the hunger that you experience when month after month you aren't getting enough nutritious food, so that even the cells of the body seem to be crying out for the nutrients that they lack. Dies ging für einige Monate lang so, und während dieser Zeit lernte ich aus erster Hand, wie sich Hunger anfühlt. Und zwar nicht nur ein Hunger, den man verspürt, wenn man ein paar Mahlzeiten auslässt, sondern einen Hunger, den man erlebt, wenn man Monat für Monat nicht genügend nahrhafte Lebensmittel bekommt, wenn sogar die Zellen des eigenen Körpers nach den fehlenden Nährstoffen zu schreien scheinen. Yeah, so it's because of that experience that I propose that we make chronic hunger and malnutrition the mission of Buddhist Global Relief. Das war der Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass wir für unsere Buddhist Global Relief als Hauptschwerpunkt die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung wählen sollten. Yeah, so BGR started out in 2008, June 2008, with just a small group of dedicated people intent on putting compassion into action. So starteten wir mit einer kleinen Gruppe engagierter Menschen, die Mitgefühl in Aktion umsetzen wollten. As Kim mentioned earlier, we received a few generous donations, and then with these donations, we launched 3 pilot projects in Sri Lanka, Vietnam, and Myanmar. Wie Kim Bien vorher schon erwähnt hat, erhielten wir einige großzügige Spenden, mit denen wir die ersten Projekte in Sri Lanka, Vietnam und Myanmar, Burma, anfangen konnten. And then we publicized these on our website, and we launched a newsletter. And before long, we started to receive an increasing number of donations and more volunteer support, which enabled us to expand the number and range of these projects. Wir machten diese auf unserer Webseite bekannt und lancierten einen Newsletter. Es dauerte nicht lange, bis wir weitere Spenden und mehr freiwillige Unterstützung erhielten, wodurch wir die Anzahl und Reichweite unserer Projekte ausweiten konnten. Yeah, in recent years, as Kim mentioned, we've been generally devoting about $600,000 per year to projects, and now we support about 45 projects around the world. In den letzten Jahren arbeiten wir mit einem Gesamtprojektbudget von ungefähr $600.000 und unterstützten über 40 Projekte in der ganzen Welt. And we hope that with the collaboration or the continued collaboration of MIA, we'll be able to support still more projects and to increase the support for the present projects to higher levels. Wir hoffen, dass durch die angefangene und hoffentlich weitergehende Zusammenarbeit mit MIA wir noch mehr Projekte realisieren und die Unterstützung bestehender Projekte auf ein höheres Niveau anheben können. I describe the philosophy behind Buddhist Global Relief with the expression conscientious compassion. Ich beschreibe die Einstellung oder Philosophie, die hinter der Arbeit von Buddhist Global Relief steht, mit dem Ausdruck Conscientious Compassion, Verantwortungsbewusstes Mitgefühl. Yeah, so this expression brings together 2 qualities. The foundation, the fundamental quality, of course, is compassion, the feeling that arises when our hearts are deeply stirred by the suffering of others. Dieser Ausdruck bringt 2 Eigenschaften zusammen. Die Grundlage ist natürlich Mitgefühl, das Gefühl, das entsteht, wenn unsere Herzen durch das Leiden anderer tief bewegt werden. The other component in this expression is indicated by the word conscientious, which is based on the English word conscience. And by this, I don't mean the feeling of guilt that arises when we do something wrong, but rather the
inner compulsion, the inner necessity to act in accordance with our ideas of what is right and necessary in response to the ethical demands of our situation in the world. Die andere Komponente wird hier durch das Wort conscientious angedeutet, das aus dem lateinischen bzw. englischen Wort für Gewissen abgeleitet ist. Mit Gewissen meine ich nicht das Schuldgefühl, das entsteht, wenn wir etwas Falsches tun, sondern den inneren Zwang, gemäß unserer Wahrnehmung dessen zu handeln, was richtig und notwendig ist, als Antwort auf die ethischen Forderungen unserer Situation in der Welt. Yeah, so conscientious compassion means first that our hearts are stirred by compassion when we witness others undergoing suffering, and second, that the voice of conscience tells us to take action to relieve their suffering. Conscientious Compassion, wörtlich gewissenhaftes Mitgefühl, was ich hier übersetze als verantwortungsbewusstes Mitgefühl, bedeutet also erstens, dass unsere Herzen von Mitgefühl bewegt werden, wenn wir miterleben, wie andere leiden, und zweitens sagt uns unser Voice of Consciousness, anders ausgedrückt unser Empfinden für Mitverantwortung, dass wir Maßnahmen ergreifen sollten, um ihr Leiden zu lindern. Yeah, conscientious compassion is rooted in these fundamental Buddhist qualities like loving kindness or metta, compassion, karuna, and generosity, but it is also rooted in a deep commitment to social and economic justice. Verantwortungsbewusstes Mitgefühl hat seine Wurzeln in grundlegenden Eigenschaften, die vom Buddha-Dharma betont werden: liebevolle Güte, Mitgefühl und Großzügigkeit. Es wurzelt aber auch in einem tiefen Engagement für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. In fact, one aspect of the Sanskrit word dharma or Pali Dhamma, is in fact justice. Tatsächlich ist ein Aspekt des Wortes Dharma der Gerechtigkeit. In the suttas, it said that the wheel-turning king, the Raja Chakravarti, governs his realm in accordance with dharma, which means that he rules justly for the welfare and happiness of everyone in his realm, even the birds and animals. In den Suttas wird der sogenannte raddrehende Weltenherrscher genannt, der sein Reich in Übereinstimmung mit dem Dharma regiert. Das bedeutet, dass er gerecht für das Wohlergehen und Glück aller in seinem Reich regiert, sogar der Vögel und Kriechtiere. Yeah, so today we don't have a wheel-turning king at the head of our countries, and so we ourselves have to step in to act on behalf of justice, to see that justice prevails in the world. Heute haben wir natürlich keinen raddrehenden Weltenherrscher und schon gar nicht an der Spitze unserer Regierung. Also müssen wir selbst handeln, um sicherzustellen, dass der Dharma der Gerechtigkeit in der Welt vorherrscht. It's a violation of justice that there should be differences in wealth between a small, powerful financial elite and the masses of people who live at the edge of survival. Es ist ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit, dass es große Wohlstandsunterschiede zwischen einer kleinen, mächtigen Finanzelite und den Massen von Menschen gibt, die am Rande des Überlebens sind. It's a violation of justice that some live in extreme luxury, while 2 billion people in the world go hungry or live on unsatisfactory diets. Es ist ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit, dass einige in extremem Luxus leben, während 2 Milliarden Menschen hungern oder unterernährt sind. It's a violation of justice here in America that hundreds of billions of dollars go to produce weapons of war, while millions of children, even in this country, go to bed hungry. Es ist ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit, dass selbst hier in den USA Milliarden von Geld in Rüstung gesteckt werden, während es Kinder gibt, die hungrig ins Bett gehen müssen oder hart arbeiten oder sogar in Kriegen beteiligt sind. So this is the underlying philosophical basis of Buddhist global relief, and I assume also of MIA.
So, das ist die grundlegende Einstellung von Buddhist Global Relief und hoffentlich auch von Mitgefühl in Aktion. Now, one aspect of BGR projects needs special mention. Ein Aspekt will ich besonders betonen in unserer Arbeit. When people hear that we focus on providing relief from hunger and malnutrition, they imagine that all of our projects involve distributing food directly to hungry people. Wenn Menschen hören, dass wir uns um die Linderung von Hunger und Unterernährung kümmern, dann denken sie, dass wir bei diesen Projekten tatsächlich Nahrungsmittel direkt an hungernde Menschen vergeben. Yes, some of our projects operate in this way, and under certain conditions, this kind of assistance is absolutely necessary. Es gibt tatsächlich einige unserer Projekte, wo Essen direkt verteilt wird und unter bestimmten Umständen ist diese Art von Hilfe auch absolut notwendig. Yeah, direct food relief is only one aspect of BGR's mission and not the most important one. Die direkte Nahrungsmittelhilfe ist jedoch nur ein Aspekt unseres Auftrags und nicht der wichtigste. What is most crucial, most essential, is to help people recognize their own inherent dignity and act on the basis of this recognition, to act on the basis of the sense of their own inherent dignity. Das Wichtigste ist, dass Menschen in die Lage versetzt werden, die ihnen innewohnende menschliche Würde zu erkennen und auf Grundlage dieser inhärenten Würde selbst handeln zu können. And this requires enabling people to provide for themselves. Und dazu muss man Menschen in die Lage versetzen, für sich selbst sorgen zu können. We don't want to lock people into a relationship of perpetual dependence, but to help them to become self-sufficient, to help people learn to help themselves. Wir wollen Menschen nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis einsperren, sondern ihnen helfen, autark und unabhängig zu werden. Mit anderen Worten, wir wollen Menschen helfen, sich selbst helfen zu können. And the key to helping people become self-sufficient is education and vocational training. Der Schlüssel bei der Hilfe zur Selbsthilfe liegt in der allgemeinen und in der beruflichen Bildung. As you could see from some of the project overviews, when children are well educated, then when they become adults, they'll be able to better provide for themselves and their families. Wie ihr in den Slideshows sehen konntet, werden Mädchen, die gut ausgebildet sind, eine bessere Versorgung in ihrer Familie erreichen und sie werden ihren Familien und Gemeinschaften stärker helfen. Yeah, this is especially true of girls, because when girls are educated, then they will be better respected in their families and communities. They'll have fewer children, and they will be able to contribute more to supporting their families. Besonders gilt das für junge Mädchen, die durch ihre Bildung zu stärkerer Anerkennung in ihren Familien finden, unabhängiger werden, für sich selbst sorgen können, weniger Kinder in die Welt bringen müssen und ihren Unterhalt oder selbst Unternehmen selbst gestalten können. And the same is true when adult women are given vocational training, and then they can earn more at work or start their own livelihood projects. Das Gleiche gilt natürlich für erwachsene Frauen, die durch Ausbildung und Fortbildung in die Lage versetzt werden, selbst ihre Unternehmen anzufangen oder ihren Unterhalt zu verdienen. Yeah, so this is why BGR sets a premium on education for girls and vocational training for women. These projects provide the tools that help people escape the trap of poverty, take responsibility for their own lives, and provide for their own well-being. Aus diesem Grund legen wir in unserer Arbeit einen Schwerpunkt auf die Bildung für Mädchen und die Berufsausbildung für Frauen. Diese Projekte bieten die Instrumente, die den Menschen helfen, der Armutsfalle zu entkommen, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen. So to come to a conclusion, as I see it, our task as Buddhists today
is to bring together inner cultivation with socially transformative action. Um zu einem Resultat oder Zusammenfassung zu kommen, meines Erachtens ist es heute unsere Aufgabe als Buddhisten, die Kultivierung innerer Werte mit transformativem Handeln im Äußeren zu verbinden. Yeah, the lifeblood of the Dharma is the development, purification, and liberation of the mind through sila, samadhi, and panya. Das Lebenselixier des Dharma ist die Entwicklung, Reinigung, Befreiung des Herzens durch Sila, Samadhi und Panya, also durch Ethik, Meditation und Weisheit. Yeah, but also we can't turn our gaze away from the suffering in the world without betraying the ethical demands of the Dharma. Auf der anderen Seite können wir nicht unseren Blick vom Leiden in der Welt abwenden, ohne die ethischen Anforderungen des Dharma zu verraten. Instead, we have to bring inner development and social action into harmony. Stattdessen müssen wir eine innere Entwicklung und soziales Handeln in Einklang bringen. Yeah, we must use the spiritual strength gained through inner development, the strength of wisdom, kindness, and compassion to sustain us in working to create a different kind of world. Ja, wir sollten daher die durch innere Entwicklung gewonnene spirituelle Kraft, die Kraft der Weisheit, Freundlichkeit und des Mitgefühls nutzen, um uns in der Arbeit zu stärken, die eine andere Art von Welt, eine gerechtere Welt ermöglicht. Yeah, we must work to create a world that ensures that no one suffers needlessly, a world that gives everyone the chance to flourish and to live with dignity. Wir müssen uns darauf konzentrieren, eine Welt sicherzustellen, in der unnötiges Leiden beendet wird, in der jeder die Chance hat zu gedeihen und in Würde zu leben. Yeah, I see this as the broadest mission of the partnership between Buddhist Global Relief and Mitgefühl in Aktion, and I hope this partnership will continue long into the future. Das sehe ich als den größten Auftrag in der Partnerschaft zwischen Buddhist Global Relief und MIA und ich hoffe, dass diese Partnerschaft lange währt. Vielen Thank Dank, you. Bante. Okay, thank you very much, and all blessings with you.